Wusstest du, dass super viele Leute am Ende die falsche Größe kaufen, einfach weil sie sich nicht trauen zu fragen? Total verrückt, oder? Dabei ist die Frage meistens in 10 Sekunden geklärt. Ja, und das Beste, die Verkäuferinnen und Verkäufer freuen sich ja oft, wenn man fragt. Also echt. Die wollen ja helfen, damit man glücklich rausgeht. Und das größte Problem ist halt, man denkt, ach, das passt schon irgendwie. Naja, und zu Hause merkt man dann, es ist zu eng oder zu weit. Kenne ich sehr gut. Hallo ihr Lieben und willkommen, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute reden wir darüber, wie man im Geschäft freundlich nach einer anderen Größe fragt und was man sagen kann, wenn etwas nicht richtig sitzt. Genau. Und wir machen das ganz entspannt, so wie wir es im echten Leben sagen würden. Keine Angst vor dem Sie oder Du, wir erklären beides. Und ja, wir haben auch kleine Beispiele. Bevor wir loslegen, kurze Frage. Hattest du mal so einen Moment, wo du dachtest, die Größe passt und dann zack im Spiegel so, uff, nein? Ich hatte das letzte Woche mit einer Jeans. Oh ja, ich hatte das mit einem Hemd, das im Laden okay war, und zu Hause war es plötzlich wie ein Sellout, also viel zu locker. Ich habe dann einfach nach einer Nummer kleiner gefragt. Das ist schon der erste Satz, ne? Entschuldigung, haben Sie das eine Nummer kleiner? Oder eine Nummer größer? Das ist super simpel und klingt nett. Ja, oder bisschen lockerer, gibt's das auch in Größe 38? Wenn ihr die genaue Zahl wisst, sagt sie einfach. Wenn nicht, geht auch, haben Sie das eine Größe größer? Viele vergessen, dass Schnitte unterschiedlich sind. Also, Schnitt heißt, wie das Kleidungsstück geformt ist. Ein T-Shirt kann locker geschnitten sein, eine Bluse eher eng. Das ist normal. Und da hilft die Frage, fällt das eher groß oder klein aus? Das bedeutet, ist die Marke so, dass man meistens eine Größe kleiner oder größer braucht. Das spart Zeit. Oh, und wichtig, Kabine oder Umkleide ist der Raum zum Anprobieren. Wenn alles voll ist, könnt ihr freundlich fragen, könnte ich kurz in die Umkleide oder ist die Kabine frei? Ich habe mal online gelesen, also so eine Reddit-Story. Da hat jemand kurz vor einer Hochzeit ein Kleid in der falschen Größe gekauft. Total Stress. Sie hat die Größentabelle falsch verstanden und musste dann rennen. Ja, die Person ist dann nochmal in die Stadt, hat panisch eine Nummer größer geholt, unsere Prise, der Schnitt war anders. Also Leute, wirklich, lieber einmal mehr fragen und probieren. Genau. Und wenn ihr unsicher seid, sagt einfach, ich bin zwischen 2 Größen. Könnte ich beide mal probieren, bitte? Das ist komplett normal und niemand findet das komisch. Man kann auch sagen, oben passt es, aber an den Schultern ist es eng. Oder an der Hüfte ist es zu weit, so weiß die Person im Laden direkt, was ihr braucht. Wenn ihr Schuhe kauft, haben Sie das in 42? Und falls es drückt, der Schuh ist vorne zu eng. Oder ich brauche eine halbe Nummer größer. Manche Marken haben halbe Größen. Stimmt. Und bei Jeans gibt's oft Länge und Weite. Ihr könnt sagen, ich suche die Weite 29 und die Länge 32. Oder einfacher, kürzer wäre besser. Das versteht man auch. Viele denken, kleine Tricks lösen alles so wie beim Parken mit einem Mini-Auto. Aber wenn der Schnitt nicht passt, hilft keine Zauberei. Dann braucht man einfach die richtige Größe. Fertig. Ja, genau. Und wenn etwas fast perfekt ist, fragt ruhig, gibt es das in einer anderen Passform? Passform ist nur ein anderes Wort für Schnitt. Klingt vielleicht schick, ist aber ganz einfach. Sollen wir mal ein Mini-Rollenspiel machen? So wie im Laden, ganz kurz. Ich bin Kunde, du bist Verkäuferin, okay? Alles klar, legen wir los. Du probierst ein T-Shirt in Größe 40. Es ist etwas eng. Entschuldigung, könnten Sie mir helfen? Das T-Shirt ist an den Schultern etwas eng. Haben Sie das auch in Größe 42? Ja klar, ich schaue mal im Lager. Möchten Sie sonst noch eine Farbe testen? Wir haben es auch in dunkelblau. Oh, super, danke. Dunkelblau klingt gut. Und wenn es größer ausfällt, könnte ich vielleicht auch 44 probieren? Kein Problem, ich bringe beide. Sie können gerne in die Kabine rechts. So, und dann bist du happy, weil du vergleichen kannst. Genau so. Und noch ein Satz, wenn das Teil gar nicht passt. Ich glaube, der Schnitt ist nichts für mich. Das ist höflich und ehrlich. Kein Stress, niemand ist beleidigt. Wenn der Laden die Größe nicht da hat, fragt, können Sie im Lager nachsehen? Oder können Sie es in einer anderen Filiale bestellen? Filiale ist einfach ein anderer Laden der gleichen Kette. Oder könnten Sie es für mich zurücklegen? Heißt, Sie bewahren es auf und ihr holt es später. Manchmal sagen Sie auch selbst, soll ich es zurücklegen? Dann einfach, ja, bitte. Preis ist auch so ein Thema. Manchmal gibt es das gleiche Teil im Saale. Man kann freundlich fragen, kommt darauf noch ein Rabatt? Oder gilt der Rabatt auch für diese Größe? Einfach nett bleiben. Und wenn die Hose zu lang ist, fragt, haben Sie einen Änderungsservice? Das ist, wenn jemand das kürzt. Oder kennen Sie einen Schneider?
Ein Schneider ist die Person, die Kleidung ändert. Kleiner Tipp für Schüchterne, startet mit Entschuldigung, hätte ich kurz eine Frage? Dann fühlt es sich leichter an. Danach kommt die eigentliche Bitte, haben Sie das in Größe 38? Und wenn ihr sehr locker sein wollt, gibt's das auch eine Nummer größer? Oder habt ihr das auch in L, heißt Large, also groß? Im ist Medium, es ist Small. Bei Markengrößen hilft es oft zu sagen, was man sonst trägt. Ich trage meistens M, aber hier ist es eng. Dann weiß die Person, okay, vielleicht anbieten oder einen anderen Schnitt. In Deutschland ist Sie im Laden normal. Höflich, klar. Aber wenn es ein kleiner Laden ist und die Person duzt euch, könnt ihr auch du sagen. Einfach spiegeln, also so sprechen wie die andere Person. Genau. Und wenn ihr unsicher seid, bleibt bei Sie. Sätze wie könnten Sie bitte oder darf ich das mal in 40 probieren, sind super freundlich und sicher. Sätze. Das alles ist Ostdeutsch. Kinder, mein des als ist dann dies dich der sich der zweit ist. Online ist das auch Thema. Lieber beide Größen bestellen, wenn möglich, und eine zurückschicken. Achtet auf kostenloser Rückversand. Und schaut in die Maßtabelle, das hilft wirklich. Und lest die Bewertungen, fällt klein aus, Material dehnbar. Solche Infos sind Gold wert. Da stand bei meinem Kleid eher eng an den Armen. Ich habe dann gleich eine Nummer größer genommen. Kurzer Wortschatzcheck. Eng heißt zu schmal, weit heißt zu locker, locker ist angenehm groß, tailliert ist enger an der Taille und dehnbar heißt, es stretcht ein bisschen. Und anprobieren ist klar, oder? Das heißt, man testet das Kleidungsstück. Zurücklegen heißt aufbewahren. Aus dem Lager holen heißt, sie schauen hinten nicht im Verkaufsraum. Noch eine Miniszene, diesmal mit Schuhen. Okay, die Sneaker in Grau sind nur noch in 41 draußen. Du probierst und sie sind etwas eng. Entschuldigung, könnten Sie bitte sehen, ob es die Sneaker auch in 42 gibt? Vorne drücken Sie ein bisschen. Klar, ich schaue im Lager. Falls 42 nicht da ist, möchten Sie 42,5 probieren? So zeigt man Alternativen. Total normal. Wenn es um Farbe geht, gibt es das auch in Schwarz oder Material? Haben Sie das in Baumwolle? Bei Hemden auch gut? Ist das bügelfrei? Dann weiß man, ob man leicht pflegt. Ich sag im Laden auch gern, wofür ich das brauche. Ich brauche das Kleid für eine Hochzeit. Dann empfehlen sie oft etwas Passenderes. Das spart Zeit und Nerven. Apropos Hochzeit, diese Reddit-Story hat echt gezeigt, Größe lesen ist tricky. UK-Größe, EU-Größe, US-Größe verwirrend, fragt im Zweifel, welche Größe entspricht EU 38? Genau, EU 38 ist oft US 8 oder UK 10, aber das variiert. Also lieber nachfragen. Danach einmal in der Kabine prüfen, bewegen, sitzen, Arme heben, passt es wirklich? Und wenn der Preis grenzwertig ist, überlegt, trage ich das oft? Wenn ja, lohnt es sich. Ich sage dann manchmal, ich überlege kurz. Und wenn ich unsicher mit der Größe bin, frage ich nochmal. Noch ein Tipp, wenn der Knopf spannt, also zieht, dann ist es zu eng. Sagt, der Knopf spannt ein bisschen. Gibt es das eine Nummer größer? So ist es ganz klar. Und wenn die Ärmel zu lang sind, die Ärmel sind ein bisschen lang. Gibt es das in Kurzgröße? Manche Marken haben das, sonst eben der Schneider. Kostet vielleicht 15 bis 30 Euro. Bei Sportkleidung frage ich auch nach Halt, also wie fest es sitzt. Gibt es das mit Mehrhalt? Gerade bei Leggings oder Sportbiss ist das wichtig, sonst rutscht alles. Manchmal sagt das Personal, das fällt groß aus, nehmen Sie lieber kleiner, hört da ruhig zu, die kennen die Sachen. Aber entscheidet am Ende selbst, wie es sich anfühlt. Genau, und bitte entschuldigt euch nicht zu viel. Eine Entschuldigung könnten Sie, am Anfang ist nett, aber ihr müsst euch nicht dauernd entschuldigen. Ihr seid Kundinnen und Kunden. Zum Abschluss die 3 Sätze, die fast immer passen. Haben Sie das eine Nummer größer, kleiner? Fällt das eher groß oder klein aus? Und könnte ich das mal in Größe probieren? Wenn euch das hilft, übt die Sätze einfach laut, zu Hause vor dem Spiegel. Dann kommt es im Laden ganz locker raus und ihr fühlt euch sicher. So, ich glaube, wir haben's. Viel Spaß beim Anprobieren und Fragen stellen. Und ja, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst gern ein Like da und abonniert den Kanal. Genau, das hilft uns wirklich sehr. Schreibt uns auch mal, welche Sätze ihr benutzt oder was euch im Laden geholfen hat. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.